Beschützt war das neue Leben, doch schwer lastet das Glück auf der Seele. Yati und Raki schließen sich der Gruppe an. Du und Lati haben den Kombo-Skill Trugsalbe erlernt. Suche im Norden des Meeres nach einem Zugang zu der Insel. Ja, das war jetzt unerwartet, ne? Aber gut. Ich würde sagen, wir gehen mal hier auf die Insel. Weil hier wird es wohl dann weitergehen. Ein Feind greift an. And fight. So, einen haben wir. Ha, genau 13. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay, viel Gebirge hier, ne? Ein Stand. Von mir aus. Können wir mal angucken. Wir würfeln den Preis aus. 30% besserer Preis. Sehr schön. So. Wir können nur verkaufen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn man auch hätte kaufen können. Ich denke mal, wir können hier die Sachen, die wir nicht tragen, verkaufen. Obwohl wir haben eigentlich mehr als genug Geld. Wir müssen gar nichts verkaufen. Kaufen wäre halt besser gewesen. Oh, eine Kiste. Mit einem Wiederbeleber Plus. Stimmt, ich muss noch einkaufen, neue Wiederbeleber kaufen. Und das war's, was wir hier machen können. Da oben ist ein Zugang zu den restlichen Teilen dieser Insel. Da kommen wir aber über den anderen Eingang nur rüber. After a long voyage, you happen upon the North Isle. Oh ja. On the North Isle, you will hear the tale of a maiden in white. Die Umrisse sehen verdammt verdächtig nach Zero aus, aber bekanntermaßen hat das Spiel nur den gleichen
Charakterdesigner und nicht, hat nichts mit Drakengard zu tun. Aber wenn man so guckt, könnte Zero sein. Das Schwert da unten rechts und so allgemein die Form von den Mädeln mit langen Haaren und diesen Umhang könnte sein, so rein theoretisch. Ja, wir wollen die Geschichte der weißen Miko erleben. Very well then. Prepare to go ashore. Ja, sind wir gerade die ganze Zeit dabei, ashore zu gehen. The North Isle is home to a range of majestic snow-capped peaks, the grandeur of which serves as a constant reminder to the residents of just how small they are. Die Geschichte von der weißen Miko. Having grown accustomed to life on the ocean, Laddie helps you prepare to moor the vessel. Lack, meanwhile, continues to laze about within the confines of Laddie's hood. Looks like Lack won't be needing dinner tonight, you muse to yourself as you unfurl the map. From the wharf extends a well-maintained road, which no doubt leads to civilization. Jo, Stadt suchen. Übliches Programm. Okay, hold up. Wir suchen natürlich erstmal die ganze Insel ab. In der Hoffnung, Schätze zu finden und natürlich, wenn nötig, ein bisschen zu grinden. Magnificent. Excellent. Aha. This must be a stela of the Isle's guardian spirit. Sieht aus wie eine Frau. Show 'em what you got. Hast du gerade noch gehalten, ne? So, weg mit den
Müssen wir halt beim nächsten Kampf das Vieh heilen. Ich habe seinen Namen vergessen. Wie hieß denn der nochmal? Die Blauhaarige heißt, wir heißen Baron, beziehungsweise man kann sich das ja aussuchen. You are greeted by sublime white gates, the likes of which you've never seen. As you attempt to pass through them and enter the city. Nein, das hatte ich nicht vor. Ich wollte nur drumherum gehen. Someone garbed entirely in white rushes out, as if running from something, and crashes into you. You cannot see their face for the white mask covering it, but the fact that they have a weapon in hand makes you think they're a city soldier. Das ist doch bestimmt die Miko oder ihr Begleiter. You extend a hand to the soldier, who tumbled to the ground after your collision. Out of my way, the soldier shouts, their voice muffled by the mask, before charging at you. Apparently, they want to fight. Aha. But why though? Bestimmt hundertprozentig die Miko oder so. Wollte ja erstmal heilen. So. Wieso gehen die immer auf das Stofftier? Was ist mit denen? Ist nur ein Stofftier. Ja, das war doch ein vernünftiger Damage. 10 Heilen, ist klar, Spiel. So viel nützt dir das auch nicht mehr. You parry the soldier's sword, then watch as they flee to the west. Bestimmt auf diese kleine Insel, wo wir vorhin nicht hinkamen. Nur wie gesagt, ich wollte ja eh erst aufdecken eigentlich und nicht in die Stadt, wie das Spiel es behauptet hat. Spiel ist Lügner. Stellt einfach so eine Behauptung auf. And fight. Magnificent.
Der musste auch gerade mit nur 2 Leben überleben, ne? Yay, Ereignis. Ich kaufe alles. Nein, brauchen wir nicht. Wie gesagt, wir müssen ja eher... Wir müssen ja eher kaufen als verkaufen. So. Müsste jetzt aber natürlich gleichzeitig die Richtung sein, die das Spiel uns gerade gesagt Ahead hat. of you on the path, you spot a woman crouched on the ground. It looks as though she's twisted her ankle. She looks up at you and asks, "Don't suppose you could spare any salve?" Unfortunately, you have no salve. The woman rubs her pained leg and hangs her head, lamenting, "Oh, poor me." Ja, wir hatten nach zig Inseln denn noch kleine Heiltränke, ne? Wir haben große Heiltränke, mittlere Heiltränke, aber keine kleinen mehr. Ich habe das Gefühl, er braucht ein bisschen Heilung. Einer überlebt immer, ne? Congrats. Ich fliehe mal. Augensumme aufs 4? Genau 4. War klar. Gehen wir mal in den Wunderwald. You stand on the edge of the forest. As you lift the trees rustle ominously. Perhaps it is best not to tempt fate. Wie jetzt? Es wurde gesagt, dass die da hingerannt ist nach Westen. Hier ist im Westen nichts mehr sonst. Gut, dann gehen wir halt in die Stadt. Müssen ja eh einkaufen. Crystal clear water runs through canals in the white-wreathed city. This place is far more beautiful than any village you've ever visited. Welcome to Alabaster City, the soldier at the gate greets, though his eyes don't even glance your way. You suppose he's busy monitoring the streets. As you look around, you see soldiers gathered in a ravaged corner of the city. You can't help but wonder what transpired there. 100%ig, das war vorhin die Miko und die ist da abgehauen und deswegen suchen sie gerade nach ihr. Despite that, the other residents carry on with their daily lives as if nothing is amiss. The contrast strikes you as strange. Alabaster City seems intolerant of impurity. It makes you wonder if its history is as spotless as its appearance. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal. Warum gibt es so viele Schmuckläden? In den Itemladen.
Weil wir haben ja vorhin gesehen, dass wir ein paar Mal den Wiederbeleber gebraucht haben. Nehmen wir mal 5 Stück mit. Lebenstränke haben wir eigentlich noch genug, glaube ich. Ansonsten kann man ja dann beim Zweitversuch, wenn man irgendwo scheitert, sich welche holen. Weapons mit Ereignis? Your group enters a frightfully disordered armorer. Half-finished bits of plate, pauldrons, and other protectives litter the interior of the establishment. Okay. The owner and resident blacksmith is mumbling to himself. Someday, I'll forge the strongest suit of armor in the land. You ask him about this, and he proclaims that he aims to make a name for himself as a smith by crafting the greatest armor in the land, which will in turn help his business to flourish. Unfortunately, he continues, the ores he needs to produce higher quality armor have proven difficult to procure, leaving him rather frustrated. The proprietor of the shop says to you, if you come across any rare ore, by all means, bring it to me. The purveyor of armor once more welcomes you to the shop and is ready to give your coin a loving new home. What can I do for you? The proprietor asks. Gives your coin a new home. Sehr schön, ey. So, dann kaufen wir uns doch erstmal ein neues Schwert. Schon haben wir kein Geld mehr. Dann würde ich sagen, verkaufen wir jetzt erstmal. Will that be all? The proprietor asks. Ups. Leibwächter? Ich frage mich gerade, was haben wir denn gerade als Schwert? Das sehen wir bei Items verkaufen. Ah ne, bei Items kaufen meine ich, sehen wir das. Wir haben ein schlechteres. Okay. Das wundert mich gerade ein bisschen. Dann gehen wir mal kurz raus und gucken uns das mal an. So, ich habe vorhin auf die Verteidigung geguckt, deswegen. Ja, das ist natürlich besser. Okay, sie kann ihren Stab nicht abändern. Der wahrscheinlich auch nichts machen, ne? Genau, der kann gar nichts machen. As you enter the shop, you shake your head no, and the smith looks crestfallen for a moment. He quickly shakes it off, then composes his face into a business-ready smile. Na gut, dann können wir das hier wieder loswerden.
Sehr schön. So, wir haben ja sonst nur hier irgendwelche im Gasthaus, Juwelenladen, Schmuckladen vielmehr. Habe ich vorhin Juwelenladen gelesen? Was hat er denn so? Ja, diverse Ausweich- und Schutzringe. Und der andere? So ein, zwei mehr. Aber auch verdammt teuer. Gut, dann hören wir uns mal in der Stadt um. If I shop here, I'll have to shop next door as well, the woman mutters to herself as she peruses the necklaces on display. It would only be fair, she says, trying on one of the necklaces. The city is safe, thanks to the maiden and the soldiers, the girl exclaims. She seems to have not a care in all the world. Mädchen in Weiß, okay. The soldier sternly surveys the people walking up and down the street, periodically pausing to write something down on a piece of paper. Welcome to Alabaster City, the soldier bellows in unison with their colleague to the left of the city gates. Welcome to Alabaster City, the soldier bellows in unison with their colleague to the right of the city gates. Okay. Die da oben sehen verdächtig aus. Do your part to keep Alabaster City clean. The soldier holds out a bag, hoping to collect the refuse of passers-by. What a thankless task protecting Alabaster City's image must be. If anything bad happens, the maiden and the soldiers handle it, the boy says, though clearly bored with the peaceful city. Auch nicht schlecht. Der Junge in Weiß. This area is off limits, the soldier says, stopping you in your tracks. Nö, wir wollten ja direkt zum Soldier hin, ne? So, und jetzt mal diese offensichtlich anders geformten Silhouetten, die so ein bisschen... Hier, die erinnert halt voll an Zero. Bin ich immer gespannt, wie die aussieht. Among the townsfolk peacefully going about their day, you see two young women making quite the racket. It's all your fault, one woman shouts at the other, whose eyes run with tears. They appear to be fighting. No fighting, Lack exclaims in a rare bout of righteousness. Get out of my sight, you weird puppet, the woman retorts. Lack is shocked. She may be right about Lack being strange, but you admittedly feel a bit bad for it. The self-assured woman is Lanka, the Ivory Maiden and keeper of the island's destiny. The woman being berated is Krim, the Ivory Maiden's attendant. Ja gut, dann ist natürlich fraglich, wer abgehauen ist. The women explain that they were entrusted with killing the deserter who ravaged the town. Lanka claims that the deserter escaped because of her bungling attendant,
and noogies a fist against either side of Krim's head. Lanka gives your group a long, appraising look before whispering, "You'll do nicely." "Consider this a great honor," she continues, then orders you to help her in the search for the deserter. You had wanted to ask her about her maiden's relic, but now it seems you have no choice but to obey her command. Okay, dann müssen wir wohl jetzt in diesen komischen Wald. Dann latschen wir mal zum komischen Wald. You wonder if the masked soldier you saw earlier could be the deserter the Ivory Maiden is after. You inform her that the soldier fled to the west. According to the maiden and her attendant, a woodland known as the Mystic Forest lies in that direction. Mystic Forest. Okay. Ist close enough, der Name. The Mystic Forest is a dense wood. Travelers who have ventured through the closely packed flora claim to have experienced mysterious happenings within. Upon entering the sprawling forest, you notice Krim trembling as her eyes dart about. When you ask her what she's worried about, she explains that there are rumors of talking trees. She suspects it's the work of specters. That's just superstition, Lanka says condescendingly. Gut, dann suchen wir mal den Deserteur. A somnolent tree. A somnolent tree looks in your direction. Natürlich gibt es hier auch Feinde. Oh, mehr Geld. And fight. So, was kann denn die Miko? Lichtschaden. Excellent. Und er kann Juwelen erzeugen. Boah, ist auch eine sie, ne? Oh, können wir mal heilen. Sturmwolf, okay. So, ich denke mal, wir sollten mit dem Baum reden. If you wish to go further, heed our voices, the tree says eloquently as you approach. Lanka, who had claimed talking trees to be mere superstition, shrieks loudly
and holds fast to Krim. Thinking at the attendant's chance to lord this over the maiden, you glance over. But Krim, in her surprise, has fainted, her eyes rolled back into her head. The tree continues to speak, unbothered by your party. Healthy trees are rooted in honesty. Frail trees in falsehood, it says. Okay. You wonder if the tree's enigmatic words are some sort of hint to get through the forest. Ja, definitiv. Jetzt ist da die Frage, ob es um kräftige Bäume geht oder um Leute, die die Bäume ansprechen, weil offensichtlich ist die Maiden ein bisschen ja, seicht. Man kann ja ein bisschen nebenbei heilen. Die Begleiterin scheint auf jeden Fall ein bisschen, oder Getreue heißen die ja, scheint ein bisschen kräftiger zu sein als die Miko, was so die Angriffe angeht. Wow. Mhm. Das sind zwei so eine Bäume. Und die sagen wahrscheinlich, ob ich oben oder unten lang gehen soll, bestimmt. And fight. Au. Sehr schön. Gut, dann fragen wir mal die Bäume. The tree suddenly begins speaking to you.
Hallöchen, liebe Reisende. Wollt ihr das Ende des Waldes sehen, müsst ihr in den Norden gehen. Haltet euch von Süden fern, dort sieht man Menschen gar nicht gern. You feel an energetic aura bursting forth from the talking tree. Okay, energetic könnte man als kraftvoll bezeichnen. Was sagt der andere? The tree suddenly begins speaking to you. Vielleicht kommt ihr im Süden weiter. Der Weg im Norden, uff, der ist schrecklich, da würde ich nicht lang gehen. The tree speaks in a weak voice, as if it might fall over at any second. Kurzum, der Kraftvolle hat die Wahrheit gesprochen. Gehen wir mal Norden. As you walk through the tall grass, you hear a lively voice behind you shout, "Good luck!" Ihr schafft das schon. Danke, Baum. After doing as the sprightly tree said, you're able to move forward. It seems that the tree near the entrance spoke true. If you lose your way up ahead, perhaps you should listen to what the other trees have to say. Oh, schon wieder ein Feind. Ich glaube, ich hau einfach ab. Don't hold back. Ich werde nicht zurückhalten mit abhauen. Don't hold back, ne? Wunderweit Inneres. The ivory attendant complains as you make your way through the dense trees, repeatedly invoking Lanka's wrath. Each time, Laddie pats the crestfallen Krim on the head. You hope to pacify Lanka, but rather than being soothed, she simply pouts. I'm a brilliant maiden. I deserve better than this. Wow, überhaupt nicht von sich eingenommen oder so. She explains that in Alabaster City, maiden and attendant are decided by national decree and cannot be contested. It appears each island's maiden and attendant have a unique relationship. Oh, ein Goldklumpen. Ich glaube nicht, dass das seltene Erz sein wird, was wir brauchen. Oh, da ist ja noch ein Baum. Hier aber nicht. Interesting. Hallo, werden? Wieso müssen die immer zuerst angreifen? Was ist mit denen? Greife ich halt mal an.
War jetzt nicht so kraftvoll, das Ganze. Wieder den linken verfehlt. Magnificent. Ja, Magnificent ist was anderes. So, ich wollte... Gab es nicht irgendwie so ein AOE-Heil? Achso, das ist ja. Ja, dann machen wir das mal. Gut, dann befragen wir mal die Bäumchen. You hear the whispers of a small tree's voice in your ears. Reisende? Lauft doch einfach drauf los und sterbt. The voice is frail and followed by a sigh. It sounds like the tree really hates travelers. Tja, das ist sein Problem, nicht meins. The tree suddenly begins speaking to you. Wenn ihr weiterkommen wollt, müsst ihr den Weg direkt neben mir wählen. Alles in Richtung der Schatzkiste vermeidet ihr besser. The tree enthusiastically teaches you the way. Klingt wieder nach einem energiegeladenen. Was ist mit dem Baum daneben? The tree suddenly begins speaking to you. Hier seid ihr nicht richtig, glaube ich. Wenn ihr weiterkommen wollt, müsst ihr einen Weg neben der Schatzkiste finden oder so. The tree directs you one way in a frail voice. Ja, dem glauben wir jetzt mal nicht, ne? As you walk through the tall grass, you hear a lively voice shout from behind. Yes, that's right. Wow. Schon wieder ein Feind. Show him what you got. Nee. Ich sagte nee. Spiel, please. Sag mal, Spiel. Immer genau ein Punkt zu wenig, ne? So, geht doch. Oh, da geht's ja wirklich nicht lang. Nicht schlecht. The tree suddenly begins speaking to you. Ihr wollt weiterkommen? Jeder Weg führt ins Verderben. Schnell! Verschwindet von hier! Schnell! The words sound as if they're being wrung out from the tree itself. You wonder if you can take them at face value. Gucken wir mal, ob er einen Kumpel hat hier irgendwo. Ah, das sind mehrere Kumpels. Wieso müssen die einen eigentlich immer angreifen, bevor man irgendwas machen kann?
Geht doch. Gucken wir erstmal mal oben. Oh, eine Schatzkiste. Großer Heckstein, okay. So, dann hören wir uns doch mal bei den anderen Bäumen um. You hear snoring nearby. When you look, you see what appears to be a healthy tree snoozing away. Ein Healthy Tree. Wecken wir ihn mal. You gently shake the tree, and it opens its eyes. Despite having just awoken, the tree speaks in a lively voice. "My apologies," it exclaims, then leans out of the way. Aha. When it does, you see a path on the other side. Apparently, the tree is allowing you to pass. Nett von ihm. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Nehme ich. As you walk through the tall grass, you hear a gloomy voice calling to you from afar. You think you're so clever, it says. Ja, bin ich. Ich bin clever. Ja, ich muss die Miko langsam mal heilen, ne? Besser ist das. Magnificent. Das sah schon mal gut aus, aber war nicht genug. Magnificent. Sollte mehr als genug sein. Sage ich, und der Wolf überlebt. Nope. Nope, nope, nope. Da ist er ja. At last, you corner the deserter deep in the forest. You won't get away, Lanka shouts.
Pressured by the maiden, the deserter takes a step back. "Leave me alone," the masked soldier pleads. But the Ivory Maiden pays their words no mind and charges into battle. So, der schon wieder. 130 Leben, das geht ja noch. Yay, 2 Damage. Super high. Na, Paralyse, please. Sehr schön. Hat er Wofür habe ich diesen Wert, wenn er Resist macht? Fluchzustand. Je, 1 Damage. So, alle voll geheilt. Ah, ärgerlich. So. Sehr schön. The Ivory Maiden's powerful strike cleaves through the soldier's mask.
broken. The mask crumbles to the ground in pieces. Everyone gasps. The face beneath the mask looks just like Lanka's. "I just want to live," the woman says, glaring at your party. Realizing that everyone is taken aback by her appearance, she seizes the opportunity to flee deeper into the forest. Lack, in true boneheaded fashion, asks, "Do you have a twin or something?" Lanka, absorbed in her own thoughts, hasn't an ear for Lack's words. Though originally tasked with killing a deserter, you find yourselves faced with a woman who bears a striking resemblance to the Ivory Maiden. You get a creeping feeling that something sinister lurks beneath Alabaster City's pristine facade. Eine Freundin in Weiß, die der Stadt diente, wurde von dunklen Gedanken verführt. Okay, want me to take you to the exit so you don't get lost in all these trees? Gerne. You make your way toward the forest exit. By the time you make it out of the woods, Lanka has returned to her normal self. You explain that you're on a journey to help Laddie become a maiden and need the maiden's relic. Lanka tells you that the relic is proof of her maidenship and more precious than life itself, then promptly refuses to give it to you. However, in honor of you helping her on her nationally decreed mission, she agrees to accompany you to the spire. A maiden must always be benevolent, she says, her eyes shining with pride at her lofty position. Okay. Wir können wieder zum Steg. You escort Lanka and Krim to your vessel. "I'm surprised it even floats," Lanka whispers. Wow. "I never thought the deck would be stained in a maiden's blood," you think to yourself as the ungrateful words leave her mouth. As if sensing your murderous intent, Laddie looks at you and takes deep breaths, urging you to take your own. Begib dich zum Geisterturm auf der Endinsel. "What a desolate place," Lanka murmurs. Wow. You suppose it is, especially compared to Alabaster City. You all stand before the altar, the Ivory Maiden and her attendant included. "So what do we do here?" Lanka asks. As if on cue, Lack begins chanting his mysterious chant. Herzen, Schmerzen, Fichtelerzen. As the screams of Lanka and Krim fill your ears, you surrender yourself to the dazzling light. After passing through the altar and entering the heart's domain, neither the Ivory Maiden nor her attendant can contain their surprise. Lack, wise in the ways of this world, quickly briefs them on the situation. After digesting Lack's words, Lanka turns to Laddie and says, "Your heart is quite a dark place."
Laddie hangs her head heavily, tears in her eyes. Your mission remains unchanged. Somewhere, there is a heart scar that must be healed. There's a heart scar to the west, Lack says. Trusting in his words, you head that way. Okay, westlich. Ja, westlich. Ich finde es eher erstaunlich, dass wir so mittendrin mit der weißen Miko machen. Die sind alle so dunkel, die machen trotzdem, kriegen trotzdem nicht so viel Damage von Lichtschaden, ne? Groll der Toten. Okay, da könnte man auch wieder südlich gehen. Auf jeden Fall ist da eine Kummerstadt. Fight him off. Nee. Das müssen die mich zuerst angreifen. Ich will doch gar nicht. Kummerstadt betreten? Ja, das wird ja wohl die richtige Ecke sein, wenn es im Westen ist. You reach Burdenberg, a town rife with Laddie's woes. The residents here cannot help but hate those who lay bare their true feelings. As soon as you enter the town, your nose is assailed by a strange odor. It appears a muddy marsh has inundated the place.